Die Position von nicht. Warum ist es so wichtig, das genau zu können? Ganz einfach. Nicht kann an vielen Stellen stehen, aber je nachdem, wo du es hinsetzt, kann sich die Bedeutung vom Satz komplett verändern. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert, auf eine einfache, kompakte und für jeden verständliche Art und Weise. Heute geht es um die Position von nicht. Also wo musst du nicht im Satz hinsetzen, damit du auch genau das verneinst, was du verneinen möchtest. Grundsätzlich kommt nicht immer vor das Wort, das du verneinen möchtest. Und es ist definitiv falsch, wenn du denkst, nicht kommt immer ans Ende. Nein, nicht kommt nur in ganz bestimmten Situationen ganz ans Ende vom Satz. Und wo genau du nicht hinsetzen musst, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Schauen wir uns als erstes ein Beispiel zur Verneinung eines Adverbs an. Ich wandere gern, ich wandere nicht gern. Hier kommt nicht direkt vor das Adverb, das verneint werden soll. Wenn du ein Adjektiv verneinst, kommt nicht auch direkt davor. Ich bin schlau, ich bin nicht schlau. Beim Pronomen genau dasselbe. Das nicht kommt vor das Pronomen, das du verneinst. Ich habe nicht dich angerufen, sondern Uwe. Hier kommt nicht direkt davor. Bei Eigennamen genau dasselbe. Nicht vor den Eigennamen. Nicht, das ist nicht Susi, das ist Anne. Verneinung von Angaben und Ergänzungen mit einer Präposition. Ich komme nicht zu deiner Party. Ich bin nicht bei Frank. Er kommt nicht vor 20 Uhr nach Hause. Alles immer mit nicht. Was du dir merken kannst, ist auch, sobald ein Verb in Kombination mit Präposition plus Nomen steht, verneinst du die ganze Situation und den ganzen Satz auch immer genau so, mit nicht vor der Präposition. Denn kommen zu deiner Party, das ist eine Information und sobald du die Präposition drin hast und das Ganze verneinen möchtest, steht nicht immer vor der Präposition. Kommen wir als nächstes zur Verneinung von Nomen mit bestimmten oder mit possessiven Artikeln. Er hat nicht seinen Schlüssel, sondern ihren. Er hat nicht das Auto, sondern das Fahrrad bezahlt. Hier kommt das nicht auch da wieder genau davor. Diese Variante ist aber relativ selten und kommt eigentlich nur in Kombination mit sondern vor, weil es sonst bedeutet, dass eine Information fehlt. Denn wenn du dann die Situation verneinen möchtest, würdest du sagen, er hat keinen Schlüssel, dann wäre es nur ein unbestimmter Schlüssel, aber es geht hier um einen ganz bestimmten Schlüssel, nämlich seinen. Oder auch das Auto, also ein ganz bestimmtes Auto, wenn es nur um irgendein Auto geht, er hat kein Auto. Dann ist es nicht dieses bestimmte Auto, was er bezahlt hat oder eben nicht bezahlt hat, sondern irgendein Auto und dann machst du das mit kein. Deswegen funktioniert das Ganze hier nur in Kombination mit sondern, weil wir es um etwas ganz Bestimmtes, von etwas ganz Bestimmten sprechen. Wenn wir einen ganzen Satz oder ein Verb verneinen, dann, Achtung, kommt das Verb, das nicht ans Ende. Zum Beispiel, ich kaufe das Auto nicht. Hier verneinen wir die ganze Situation. Ich kaufe das Auto nicht. Also dieses Verb und dann kommt es ans Ende. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir können hier nicht davor stellen, denn das Verb muss an zweiter Stelle stehen. Und dementsprechend kommt es nicht ans Ende. Aber wie vorher erwähnt, sobald du hier eine Präposition stehen hast, kommt es vor die Präposition.
Denn wenn du das sagen würdest, ich kaufe nicht das Auto, dann fehlt hier das Sondern von dieser Variante dahinter. Deswegen, ich kaufe dieses Auto nicht, aber vielleicht ein anderes. Deswegen, der Satz ist unvollständig. Das ist die Variante, wie nicht ans Ende kommt und nicht vor das, was du verneinen möchtest. Denn auch schon, wenn du mehr als ein Verb im Satz hast, steht nicht wieder vor dem Verb. Und das ist genau aus dem Grund der Fall, dass jetzt das Hilfsverb an zweiter Stelle steht. Wir möchten ja aber das Hauptverb verneinen, also die ganze Situation, und dann können wir das nicht ohne Probleme wieder vor das Verb stellen, und das gibt überhaupt kein Problem hier. Deswegen nicht kommt grundsätzlich immer vor das, was du verneinen möchtest, außer du hast das Verb hier, was du verneinen möchtest, und das steht auch nicht in Kombination mit einer Präposition. Das ist die einzigste Variante, wie nicht ans Ende kommen kann. Ansonsten steht nicht immer vor dem, was du verneinen möchtest. So, jetzt hast du einen Überblick, wo nicht stehen muss im Satz. Aber bitte noch nicht abschalten, denn ich habe noch ein ganz wichtiges Beispiel für dich, nämlich den Vergleich. Was ändert sich im Satz, wenn du das nicht an unterschiedliche Stellen im Satz setzt? Denn häufig kannst du es an mehrere Stellen setzen und es ist grammatikalisch absolut richtig, aber der Inhalt verändert sich dadurch leicht. Nehmen wir den Beispielsatz, ich gehe heute mit meiner Freundin einkaufen. Da haben wir ich als Subjekt, gehen als erstes Verb, dann heute, das ist die Zeit, mit meiner Freundin, das ist etwas mit Präposition, und dann haben wir noch das Hauptverb einkaufen. Nicht könnte hier an 3 verschiedenen Stellen stehen. Erstens vor dem heute, also dann ich gehe nicht heute mit meiner Freundin einkaufen. Nicht könnte auch stehen vor mit meiner Freundin. Ich gehe heute nicht mit meiner Freundin einkaufen. Oder es steht vor dem Einkaufen. Und dann ich gehe heute mit meiner Freundin nicht einkaufen. Alle 3 Versionen sind grammatikalisch komplett korrekt. Aber was ist der Unterschied? Fangen wir mit der ersten Variante an. Nicht vor dem heute. Das ist ganz einfach, da wird der Zeitraum oder der Zeitpunkt verneint. Also ich gehe nicht heute mit meiner Freundin einkaufen, aber morgen. Also das heute hier verneinen bezieht sich darauf, heute nicht, aber vielleicht morgen, übermorgen oder wann auch immer. Wenn du den Teil mit der Präposition verneinst, dann bedeutet das, ich gehe heute nicht mit meiner Freundin einkaufen, aber mit meiner Mutter, mit meiner Tante, mit meinem Cousin, mit jemand anderem. Also es setzt eigentlich voraus, dass du es mit jemand anders machst. Denn du verneinst nicht die eigentliche Handlung einkaufen. Also du gehst dann wahrscheinlich trotzdem einkaufen, nur nicht mit deiner Freundin. Und wenn du jetzt das nicht aber vor das Einkaufen stellst, dann bedeutet das, ich gehe heute mit meiner Freundin nicht einkaufen, aber wahrscheinlich machst du etwas anderes mit deiner Freundin, denn die Freundin ist ja in dem Satz immer noch drin und du hast das Einkaufen verneint. An allen 3 Stellen ist es richtig. Du musst nur wissen, was genau du verneinen möchtest.